Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier auf dem internationalen Spur-1-Treffen in Speyer und bin jetzt hier in der Weltraumhalle. Da ist im Hintergrund die Buran zu sehen, das russische Space Shuttle, und hier ist aufgebaut von der GIMRA, Gauge One Model Railways Association aus Bischofsheim, die deutsche Abteilung, eine Echtbahnstrecke mit 75 Meter Gleis. Und hier sehen wir jetzt eine Echtdampflok, die mit Spiritus angetrieben wird. Das ist eine englische 9F von der Firma Asta, die hier im Einsatz ist. Und ich muss mal schauen, wie lange ich sie verfolgen kann, weil sie doch sehr flott fährt. Und jetzt fährt sie wahrscheinlich dann doch nicht mehr ganz so, weil langsam vielleicht doch hier der Spiritus schon nachlässt. Aber sie fährt noch. Und es sind hier im Einsatz sogenannte Mk1 Mark I Wagen von der Firma Akkukraft, die hier dann als Wagen angehängt sind. Und es sind hier doch einige. Diese Lok, diese englische 9F, die nennt man auch Evening Star. Das ist die letzte in England gebaute Lok. Die war eigentlich als Güterzuglok im Einsatz, ist aber auch mit Personenzugwagen gefahren. Und jetzt ist der Spiritus doch vorbei. Aber sie ist wohl jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde im Einsatz gewesen. Länger, fast. Länger. Ui. Das heißt, mit Spiritus kann man doch sehr lang fahren. Ja, ja. Oh, das heißt, sie fährt nochmal an. Also bis in den Bahnhof reicht der Druck noch. Und das ist jetzt hier eine mit Gas gefeuerte, oder? Die ist auch Spiritus. Auch mit Spiritus. Schauen wir mal, ob ich die verfolgen kann. Die ist ja richtig sportlich hier auf dem internationalen Spur-1-Treffen. Eine Runde 75 Meter. Und jetzt haben wir hier nochmal die 9F, die jetzt hier so die letzten Meter fährt. Manometer zeigt 0 bar. Jetzt ist es leer. Aber auch wunderschön gebaut. Und diese Anlage hier komplett viergleisig. Komplett viergleisig, mit PW im Innenraum Gigantisch. und 12 Abstellgleisen. Das schauen wir uns noch mal ganz kurz danach an mit den Abstellgleisen. Und jetzt kommt hier nochmal die Spiritus-Lok. Und dann schauen wir uns hier das BW an, das Betriebswerk, mit einer Drehscheibe, eine große Handdrehscheibe. Die hat 1 Meter Durchmesser ungefähr. Schaut so aus, mindestens. 1 Meter Durchmesser, oder wie viel hat die? Dürfte jetzt ein 90 cm. 90 Zentimeter. Meter ist es nicht. Und das jetzt auch ein Spiritus oder ist das jetzt ein Gas gefeuert? Die dürfte auch Spiritus sein. Auch ein Spiritus. Ja, vielleicht können wir sie noch fahren lassen. Also wir haben hier dann diese Drehscheibe, diese Handdrehscheibe und jeweils 3x4 Abstellgleise, bei denen die Loks abgeschmiert werden können oder neu befüllt werden können oder ein bisschen gewartet werden können. Und jetzt wird hier diese Lok auch dann demnächst, die ist schon im Anheizen und wird dann demnächst losfahren. So, und jetzt kommt die A1 von Akkukraft zum Einsatz. Kriegt noch ein bisschen Starthilfe. Und jetzt ist sie leider dann aus dem... Die Vorlaufachse ist nicht ganz richtig. Und jetzt werden auch schon die Personenwagen angehängt. Wieder eine ganze Menge, so wie beim letzten Zug vorhin. Und jetzt schauen wir mal, ob sie das auch schafft, diesen langen Zug. Ich denke,
Sie wird es schaffen. Echtdampfloks sind kräftiger, als man glaubt. Zehn Wagen, ganze Menge. Und das ist hier ein Schienenzeppelin, der wohl auch im Einsatz ist. Jetzt kommt die A1 nochmal vorbei. Und die werden wir jetzt auch ein bisschen mitverfolgen. Eine sportliche Aufgabe hier, diese Spur 1 Lok auf der Vorführanlage der Gimra verfolgen zu können. Und das war es jetzt hier mit einem kleinen Eindruck von den Echtdampfaktivitäten der Gimra Gauge One Model Railway Association aus Bischofsheim, die deutsche Abteilung, mit der 75 Meter langen Rundstrecke hier auf dem internationalen Spur 1 Treffen in der Weltraumhalle. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem Kanal. Ich sage Servus, Ihr Peter Pernsteiner.